Moin meine Freunde der gepflegten Selbstreparatur. Wie ich an den Zahlen meines anderen Videos erkennen konnte, haben einige von euch ja das Problem mit diesem Bosch Siemens Trockner, mit diesem Wärmepumpentrockner, dass ständig angezeigt wird, Behälter leeren. Dazu habe ich euch ein Video gemacht, wie ihr die Pumpe reinigen könnt. Es gibt aber noch ein weiteres Video, wie ihr diesem Fehler vorbeugen könnt oder sogar, wenn ihr Wasser unter dem Gerät habt. Dazu öffnet ihr die Klappe, da ist oben ein kleiner Haken, macht den etwas vorsichtig auf, dass der nicht wegbricht. Und ihr seht vorgezeichnete Linien auf ein Stück Plaste. Dazu nehmt ihr ein Cuttermesser, schneidet den Linien nach, passt dabei bitte auf, dass ihr euch nicht selber in die Finger schneidet. Man rutscht dort relativ schnell ab. Das Cuttermesser, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, hat nach hinten ca. 4-5 cm Platz, also ihr könnt dort nichts beschädigen. Schneidet einfach diese Plastik so raus und wie ihr erkennen könnt, an diesen Löchern und an diesen Markierungen hat die Firma Bosch Siemens da auch schon ein bisschen mitgedacht und vermutlich auch den Gedanken gehabt, dass es Probleme geben könnte, weil wozu baut man sonst schon diese Markierung ein? Wie gesagt, einfach relativ vorsichtig mit dem Messer nachschneiden und danach könnt ihr diese Plastikklappe etwas nach vorne biegen und wegbrechen. Dieses Plastikteil wird hinterher nicht mehr benötigt. Ihr seht, am besten mit einem Schraubendreher dazwischen oder mit den Fingern. Und dann könnt ihr es nach vorne ziehen und die Rundung ein wenig besser schneiden. Wenn ihr den oberen Bereich offen habt von der Klappe, einfach nach unten etwas wegbrechen und ihr könnt direkt auf den Wärmetauscher schauen. Und wie ihr seht, ist auch in diesem Fall relativ viel Schmutz, Flusen und ähnliches angesammelt. Besonders dramatisch ist das eigentlich immer bei Haushalten, in denen Tiere leben, egal ob Katzen oder Hunde oder ähnliches, weil diese Haare setzen sich hier sehr, sehr gerne fest und man hat keine Chance, die zu entfernen. Reinigt dann diesen Wärmetauscher relativ anständig. Ihr könnt da auch nicht wirklich viel kaputt machen. Achtet darauf, dass die Lamellen natürlich gerade bleiben, dass ihr die jetzt nicht zubiegt, sonst passiert da auch nicht mehr viel und die ganze Luft passt nicht mehr durch. Das wäre auch nicht so schön, geht am besten, wie gesehen, mit einer Zahnbürste. Jetzt kommt die kritische Stelle für alle, die eine Wasserpfütze unter dem Trockner hat. In diesem oberen Bereich wird das Wasser eingespült. Am besten eine Roulladennadel nehmen und oben die Flusen entfernen. Das ist die einfachste Möglichkeit, diese Reparatur zu machen, wenn Wasseraustritt ist. Ansonsten bleibt euch nur noch die Möglichkeit, das Gerät komplett auseinanderzunehmen, die Trommel auszubauen und es von Hand zu reinigen. Es empfiehlt sich auch oben ein wenig Wasser mal reinzuschütten und schon sieht man, wie das Wasser hier unten runterläuft. Spült meistens noch ein paar Flusen frei. Die entfernt ihr nach und nach auch. Und der ganze Spaß ist wieder relativ sauber. Und es kann nicht so viel Schmutz und Flusen in den Bereich der Pumpe kommen. Dies ist eine Serviceklappe, um das Loch hinterher wieder zu verschließen. Die braucht ihr in jedem Fall, kostet euch bei Amazon 18, 19 Euro circa. Den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Da ist alles dabei. Das ist einmal die Klappe und die dazugehörigen Schrauben. Das sind Torx-Schrauben. Schraubt ihr einfach wieder an und ihr habt den Vorteil, ihr könnt diese Klappe jederzeit wieder abnehmen, den Wärmetauscher wieder sauber machen und habt dann hoffentlich Ruhe mit diesem Gerät und braucht nicht jedes Mal einen Monteur zu rufen, wo ihr wahrscheinlich mit ca. 120, 130 Euro locker dabei seid, dafür, dass ihr euch das Gerät säubert. Nachdem ihr die Schrauben dann festgezogen habt,
reicht normales Festziehen. Ihr braucht da nicht zu extrem festschrauben, weil es ist ja eine kleine Dichtung dahinter. Die Klappe wieder zuklappen und das war auch schon die ganze Reparatur. Ist circa in 10 Minuten erledigt. Hier seht ihr die Reste. Ich habe jetzt nicht alles so gründlich sauber gemacht, aber ich denke mal, ihr werdet in euren Trockner da auch einiges finden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr wie immer einen Daumen nach oben da lasst oder meinen Kanal abonniert.